Wenn du auf der Suche nach neuen Formationen und Taktiken bist, dann könnte das eventuell genau richtig für dich sein, denn ich stelle dir mein gesamtes Taktik-Setup vor mit den Formationen, die ich auf jeden Fall gespielt habe in dem letzten Monat und immer noch relativ aktuell sind. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, damit ihr jede Formation mitbekommt, jede Taktik mitbekommt, und teilt auch gerne das Video, wenn es euch gefällt. Lasst natürlich auch direkt gerne ein Abo da und ein Like da, damit andere auch darauf aufmerksam werden und ihr natürlich benachrichtigt werdet, wenn ich wieder live bin oder ein Video online geht. Neu ist auch, dass ich jetzt auch bei Twitch streame, also wenn du einen Twitch-Account hast, kannst du natürlich gerne dort vorbeischauen und ein Follow da lassen. Ich streame sozusagen immer wie auch bei YouTube und der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Alright, und dann sind wir hier auch schon in-game. Das ist sozusagen unser Team, das wir gerade haben. Und dann gehen wir aber vor allem natürlich in die Taktiken. Und ich sage gleich von vornherein, die 4-2-1-3-Taktik, die ist noch nicht wirklich erprobt. Die habe ich nur einmal kurz gespielt. Also die ist nicht so aktuell. Ich werde euch trotzdem dazu meine Anweisungen und Taktiken zeigen. Aber wir fokussieren uns auf die anderen 4 Formationen. Und zwar 5-4-1, 4-3-2-1, dann die 4-4-2 haben wir auf ausgeglichen und die 5-2-2-1. Und wir starten, denke ich, auch direkt mit der 5-4-1. Denn die ist, sag ich mal, eine gute Bunkerformation, aber wenn du vor allem mit Seitenwechseln gut operieren kannst, dann kann die auch extrem gut offensiv abgehen. Und das ist auch die Formation, die wir hauptsächlich in Division 5 und Division 4 gespielt haben. Und sind da dann halt langsam vorangekommen. Und die Taktik ist, wir spielen das Ganze auf defensiv sehr ausgeglichen, breiter auf 40, da die Fünferkette an sich schon breit genug ist. Tiefe 71 wegen der Abseitsfalle, finde ich, hat sich am besten bewährt, weil mit tieferen Tiefen komme ich nicht so klar. Aber wenn ihr auch mit tieferen Tiefen klarkommt, dann könnt ihr, denke ich, auch so bis maximal 55, denke ich, runtergehen, aber nicht weiter. Und wenn ihr sehr gut seid, sage ich mal, und mit viel Druck nach vorne auskommt, könnt ihr es auch, denke ich, maximal bis 80 stellen, aber da solltet ihr dann schon ziemlich gut am Start sein und das drauf haben. Aufbauspiel ausgeglichen, Chancenerarbeitung, direkte Pässe, immer noch die beste Variante. Breite spielen wir offensiv auch auf 40, da, wie gesagt, die Außenverteidiger extrem trotzdem weit außen stehen, und wenn, könnt ihr immer noch in-game Steuerkreuz oben, Steuerkreuz rechts machen. Dann werden Vorstöße an der Seitenlinie eingeschaltet und dadurch stehen die dann an der Seitenlinie. Spieler im Strafraum habe ich mit 5 gemacht, weil ich doch teilweise, wenn ich das zu hoch hatte, dann Probleme hatte, dass ich ausgekontert wurde, trotz der Fünferkette, weil ich natürlich die Außenverteidiger immer ein bisschen mit nach vorne genommen habe, was ihr auch gleich in den Anweisungen natürlich sehen werdet. Und da die 5-4-1 meine defensivere Fünferkette, sag ich mal, ist, wollte ich da halt auch nicht zu viel Spieler im Strafraum haben. Aber wenn ihr die offensiv mehr nutzen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne auf 6 bis 7 Spieler im Strafraum hochgehen. Dann sollte die auch offensiv nochmal ein bisschen besser funktionieren. Wir spielen es dann erstmal so. Natürlich Außenverteidiger, die auch offensiv was Gutes drauf haben, zum Beispiel Mondi und Cancelo extrem gut, denn 3 Innenverteidiger bzw. ein ZDM dann eher nehmen, in dem Fall Llorente, der auch in der Abwehr spielen könnte, wenn ihr generell natürlich standardmäßig eine andere Formation eingestellt habt, wie ich zurzeit bei mir die 4-3-2-1, sage ich mal, die aktuellste ist. Und ja, da muss ich mir noch eine Lösung überlegen, aber das kriegen wir schon hin. Und wie gesagt, ZMs. Ich denke, bei den ZMs solltet ihr darauf achten, einer sollte schon ein offensiv besserer sein und einer ein wirklich Brecher. Wir haben jetzt keine, aber so einen Llorente kannst du halt da zocken als Defensiven. Und den Rodrigo Silva als Offensiven, dass ihr sozusagen einen offensiveren habt und einen defensiveren. Und Flügelspieler ist klar und Stürmer ist auch klar. Dann gehen wir in die Anweisung rein. Der Torwart natürlich Flankenfänger. Bei den Innenverteidigern lasst ihr alles auf Standard. Bei dem bei dem offensiven Außenverteidiger gebt ihr ausgewogen und übergreifend, dass der mit nach vorne geht.
dem anderen gebt ihr hinten bleiben und übergreifend, dass ihr letztlich immer noch 4 Leute vorne habt. Und wenn ihr den linken mit nach vorne nehmen wollt, dann schickt den manuell in-game mit L1 in gewissen Situationen, wenn ihr das natürlich verwenden wollt. Dann gehen wir ins ZM und da bekommt der defensivere, was ich eben meinte, der defensivere ZDM ist jetzt in dem Fall nicht Bernardo Silva, aber denkt euch einfach, ihr habt da einen ZDM, einen brachialen ZDM, dann bekommt dieser hinten bleiben bei Angriffen und Mitte abdecken und der offensivere bekommt ausgewogen am Strafraumrand bei Flanken und Mitte abdecken und die beiden müssten gleich sein, genau. Und die beiden Flügel bekommen defensive Verstärken, in die Mitte ziehen, Abwehr überlaufen und für Flanken in den Strafraum. Und der vorderste, also mir hat es wirklich gut getan, dass ich meinem Stürmer immer Anspielstationen gebe, in dem Fall zentral orientieren, Anspielstationen und defensive Verstärken, weil oft war es dann so, wenn du vor allem über die Außen dann kommst oder teilweise auch über den Außenverteidiger kommst und dadurch, dass dein Flügel ja in die Mitte zieht und Abwehr überläuft, dass du oft dann vom Außenverteidiger auf den kurz gekommenen Stürmer spielen kannst und dann dein Flügel steil geht und du sozusagen mit dem Mann über deinen Stürmer spielen kannst. Deswegen finde ich Anspielstationen ganz gut. Wenn du mit Anspielstationen nicht klarkommst, kannst du natürlich gerne einfach ausgeglichen oder Abwehr überlaufen testen. Aber ich komme am besten mit Anspielstationen klar. Wie gesagt, und wenn du die Formationen, sag ich mal, in-game live sehen willst, dann wie gesagt, schau gerne bei YouTube oder bei Twitch live vorbei. Die Streamzeiten findest du auf dem Community-Tab auf YouTube. Im Discord-Server kannst du auch gerne reinkommen oder auf dem Streamingplan bei Twitch. Alle Links dazu sind, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du da vorbeischauen könntest. Und dann gehen wir in die zweite Formation und das ist die Formation, die ich zurzeit aktuell spiele und mit der wir auch die Division 3 endlich erreicht haben, was schon allein schwitzig genug war. Und da gehen wir rein, die ist auch relativ neu und habe die ein bisschen verfeinert und das ist der aktuelle Stand dieser Formation. Wie gesagt, wenn du bei Livestreams am Start bist, dann wirst du da natürlich immer die aktuellste Version davon sehen, falls ich sie verändert habe. Und dort spielen wir Defensivspiel ausgeglichen, Breite auf 35, dass sie wirklich defensiv sehr eng stehen, vor allem da du noch die 3 ZMs hast, die in der Defensive ein 4-4-2 bilden. Da komme ich aber noch gleich drauf, wie wir es in den Anweisungen einstellen, damit es funktioniert, dass es wirklich extrem eng ist und dann hast du teilweise 4-5 Leute um die Leute in der Mitte rum und was extrem gut funktioniert. Problematisch ist ein bisschen, wenn die Gegner diesen Druck innen gut überspielen können, dann hast du halt außen oft die Räume, was halt gefährlich werden kann. Aber probier es einfach mal aus. Tiefe machen wir auf 72, ebenfalls automatische Abseitsfalle und in diesem Fall ein mehr. Wie gesagt, wenn ihr mit automatischer Abseitsfalle und generell so hoch stehen nicht klarkommt, könnt ihr natürlich auch gerne bis zu 55 runtergehen. Geht am besten, testet 72 aus. Und wenn es euch nicht gefällt, dann geht ihr immer so ein bisschen runter, dann geht ihr mal auf 70, dann geht ihr mal auf 65 und Co. und arbeitet euch so nach unten, bis ihr was gefunden habt, dass es gut funktioniert für euch. Denn jeder spielt anders und jeder kommt mit anderen Einstellungen klar. Aber nehmt sozusagen das als Basis. Wenn es direkt funktioniert, perfekt. Wenn nicht, dann passt gewisse Sachen an euren Spielstil. Offensivspiel ausgeglichen. Und Chancenerarbeitung, direkte Pässe ist klar. Breite spiele ich auf 60. Und mir ist einfach aufgefallen, ich habe es davor, glaube ich, auch auf 30, 35 Breite gespielt. Aber es war mir dann einfach viel zu eng. Und ich hatte das Gefühl, wenn du die Breite höher machst bei dieser eigentlich engen Formation, dass dann auch deine ZMs in der Mitte ein bisschen breiter stehen, vor allem auch deine Stürmer oben ein bisschen breiter stehen und du, vor allem wenn du über außen kommst, dann meistens mehr Raum, da du das gegnerische Team ebenfalls auseinanderziehst, mehr Raum in der Mitte hast, um dann deine 3 ZMs und deine engen Spieler da vorne in Szene zu setzen. Aber wie gesagt, probiert es aus und probiert mit engeren Breiten oder tieferen oder höheren Breiten aus.
je nachdem wie es euch passt. Spieler im Strafraum spielen wir auf 6 und in-game zocken wir das Ganze so, dass wir auch da die Sache, dass ihr auf jeden Fall einen defensiven ZDM haben solltet im Mittelfeld mit Llorente. Eventuell könntet ihr auch noch einen zweiten Allrounder, sowas nehmen wie ein Valverde oder sowas, der offensiv als auch defensiv ziemlich gut kann. Oder ihr spielt halt so wie ich, dass ich wirklich nur einen ZDM habe und dann 2 wirklich stärkere Achter mit Rodrigo und Bernardo Silva. Das müsst ihr selbst herausfinden, je nachdem wie ihr defensiv steht und ob ihr halt merkt, ob ihr denn mit Silva oder Rodrigo, je nachdem wie ihr da zockt, dann defensiv auch Zweikämpfe gewinnen könnt. Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord Server. Dort ist die Core-Basis meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise. Ich freue mich dort, dich anzutreffen. Also schreib dort rein. Ja, auf den Flügeln, was an sich ja Mittelstürmer in der Aufstellung dieser Position sind, spielt ihr trotzdem an sich Flügelkarten, also Son und Rashford zum Beispiel. Und vorne dann Griezmann, schnellen Stürmer, you name it. So, und dann die Anweisungen. Wie gesagt, im Tor immer wieder Flankenfänger, in der Innenverteidigung nichts verändern. Und dann ist es wieder so, dass ihr einen offensiveren, also euren offensiv stärkeren Außenverteidiger gibt ihr ausgewogen und übergreifend. Und auf dem anderen gibt ihr dann hinten bleiben und übergreifend. Wenn es euch trotzdem zu offensiv sein sollte und ihr oft über den offensiven Außenverteidiger ausgekontert werdet, gebt ihm auch noch hinten bleiben und dann seid ihr da safe und könnt selbst entscheiden, wenn ihr den Außenverteidiger mit nach vorne schickt. Und dann gehen wir in das ZM und da spiele ich so, der Defensive natürlich hinten bleiben, Mitte abdecken und dann müsst ihr euch überlegen, je nachdem welchen Spieler ihr da habt, da es ja in der Defensive ein 4-4-2 wird, müsst ihr euch überlegen, wen ihr sozusagen im Zentrum auf den beiden Sechser-Positionen spielen wollt. In dem Fall Llorente auf jeden Fall, hinten bleiben und Mitte abdecken und dann je nachdem, ob ihr dort den Spieler habt, den ihr defensiv haben wollt oder dort den ihr defensiv haben wollt, dem gebt ihr dann hinten bleiben und Mitte abdecken. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Und dem anderen, und deswegen ist es sinnvoll, am besten einen Flügelspieler, also jemanden, der als Flügelspieler wie Rodrigo eigentlich aufgestellt werden kann, auch im ZM aufzustellen, sodass ihr an sich auch 4 offensive Spieler habt mit Rodrigo und den 3 Leuten da vorne, weil dieser geht dann auf die LM-Position in der Defensive, indem ihr dem einfach die Anweisung Flügel abdecken gebt. Und wenn ihr sozusagen, sage ich mal, Rodrigo auf der anderen Seite spielen solltet, dann gebt ihr halt Rodrigo auf der anderen Seite Flügel abdecken und auf dieser Position dann hinten bleiben und Mitte abdecken. Aber ich denke, das sollte klar sein. Aber basierend darauf, wie ihr das nun aufgestellt habt, da wir jetzt sozusagen Rodrigo auf der linken Seite haben, der Flügel abdecken macht und als LM ist, dann gebt ihr natürlich dem Stürmer, also dem linken Flügel, dem gebt ihr dann nicht Defensive verstärken, sondern vorn bleiben, dass er sich sozusagen nach vorne orientiert und neben Griezmann dann in der Defensive den Doppelsturm bildet. Und was ich jetzt auch getestet habe, was extrem gut funktioniert hat, fand ich, wenn ich den äußeren, und das gilt bei beiden, Flügelspieler nach außen ziehen und Abwehr überlaufen gebe, weil oft, wenn du den Seitenwechsel spielst auf den Außenverteidiger, dann laufen die wirklich extrem gut nach außen und wenn die es nicht richtig verteidigen, kannst du ihn immer an der Außenlinie steil spielen und hast so extrem viel Raum. Und der andere Vorteil dabei ist, dass wenn die Leute natürlich nach außen gehen, ziehen ja auch die Außenverteidiger weiter mit nach außen und wenn ihr dann in der Mitte über eure 3 ZMs kommt, habt ihr dann in der Mitte mehr Raum, weil ihr den Außenverteidiger noch weiter nach außen zieht und das ist der Sinn dahinter und funktioniert extrem gut. Wie gesagt, auf der anderen Seite genau das gleiche und in der Stürmerposition, wie gesagt, bei mir immer noch zentral orientieren, Anspielstation, funktioniert bei mir am besten, aber ihr könnt natürlich
auch probieren, Abwehr überlaufen oder ausgeglichen. Wie gesagt, und wichtig natürlich bei dem anderen, ist noch wichtig, habe ich gerade vergessen, bei dem anderen, dem gibt ihr natürlich defensive Verstärken und der rückt dann sozusagen in der Verteidigung auf die ERM-Position, sodass ihr Rodrigo LM, Llorente Silva als ZMs und Rashford dann als ERM in der 4-4-2 in der Defensive habt. So, das dazu. Und dann sind wir jetzt bei der ausgeglichenen, also bei der 4-4-2-Formation. Und die 4-4-2-Formation spiele ich so, defensiv sehr ausgeglichen, Breite 45, Tiefe 55. Hier habe ich noch eingestellt mit einer tieferen Tiefe, weil in der 4-4-2 kam ich irgendwie nicht so klar, wenn ich ein bisschen höher stand, kann sich eventuell ändern, also probiert da aus und auch ein bisschen, um Varianz auch ein bisschen reinzubringen in Bezug auf deine anderen Formationen. Dein Aufbauspiel, ausgeglichen, Chancenarbeitung, direkte Pässe ist bei allen Formationen gleich. Breite spiele ich hier auf 30, dass die wirklich nochmal deutlich enger stehen. Ist zwar ein bisschen irritierend, aber oft habe ich dann Steuerkreuz oben, Steuerkreuz rechts gemacht für Vorstöße an der Seitenlinie und dann waren vor allem die Außenverteidiger extrem breit und die anderen ziehen nach innen, was ihr auch gleich sehen werdet. Und dann könnt ihr extrem gute Seitenwechsel spielen und dadurch, dass sie dann so eng ist, habt ihr dann in der Mitte 4 Leute, die ihr direkt anspielen könnt, was halt crazy war. Und dann Spieler im Strafraum immer noch auf 6. Wie gesagt, in-game stellt ihr ganz normal auf. Wie gesagt, da mein Personal gerade nicht so passend dafür ist, würde ich euch trotzdem raten, hier wieder einen defensiveren Brecher zu zocken. Also Llorente in dem Fall, eventuell sogar noch defensiverer, Valverde oder Co. Und dann auf der anderen Seite einen offensiveren Achter, der nach vorne mitgehen kann. Auf dem Flügel natürlich Flügelposition und im Sturm natürlich passende, schnelle, wendige Spieler. Und dann kommen wir zu den Anweisungen. Beim Torwart natürlich wieder Flankenfänger. Bei den Innenverteidigern ändert ihr nichts, einfach hinten bleiben. Und bei den Außenverteidigern habe ich es hier sogar gemacht, dass ich beiden Außenverteidigern hinten bleiben bei Angriffen und übergreifend gebe und, sage ich mal, selbst bestimme, wenn ich die mit L1 mit nach vorne schicke, weil ich gemerkt habe, dass ich in der 4-4-2 ansonsten zu oft ausgekontert werde und das eher die stabilere, ballbesitzorientierte Formation ist, wo du am besten nichts überhastet und nicht zu viel nach vorne machst, weil du an sich ja vorne eh noch 2 Flügel hast und deine 2 Stürmer. Das sollte an sich ausreichen, um Offensiv-Power generieren zu können. Und dann, wie gesagt, dem defensiveren ZDM gibt dir hinten bleiben und Mitte abdecken und dem offensiveren ZDM gibt dir ausgewogen und Mitte abdecken. Bei beiden Flügeln gibt dir defensive Verstärken, in die Mitte ziehen, anbieten und für Flanken in den Strafraum. Das hat einfach den Sinn, wie gesagt, dass ihr dadurch, dass ihr die nach innen zieht, die meistens in diesen Halbräumen zwischen Innenverteidiger und seinen ZMs stehen und ihr den dann durchstecken könnt und da habt ihr mit euren beiden Spielern extrem viel Raum, vor allem wenn ihr noch den Außenverteidiger mitnehmt, ist es extrem stark, vor allem weil dadurch, dass die Flügel nach innen ziehen, die Außenverteidiger dann halt mehr Platz haben und wenn dann der Seitenwechsel auf die Außenverteidiger vor allem kommt, könnt ihr halt durch die in der Mitte jetzt stehenden Flügelspieler 4 Leute da mit euren Stürmern extrem gut einsetzen, was stark ist und durch Anbieten bleiben die halt in diesem Raum meistens stehen, anstatt dann wegzulaufen, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und bei den Stürmern könnt ihr wirklich austesten. Ich mache es gerade wirklich so, dass ich austeste, dem einen gebe ich zentral orientieren und Abwehr überlaufen und dem anderen gebe ich zentral orientieren und Anspielstationen, dass einer steil geht und einer kurz bleibt, sodass ihr, sage ich mal, die Kette auch ein bisschen versetzen könnt, dass ihr den einen rauszieht und mit dem anderen steil geht und ihr dadurch Varianz in der Offensive habt und es schwieriger zu verteidigen ist. Aber ansonsten stellt einfach ein, was für euch am besten ist. So, und dann würde ich sagen, gehen wir in die 5-2-2-1, weil ich die noch am meisten gezockt habe und am Ende in die ich nicht wirklich gezockt habe und nur mal zum Testen gespielt habe. Und zwar die 5-2-2-1 spiele ich defensiv
Defensivstil ausgeglichen, Breite 55, Tiefe 55. Aufbauspiel ausgeglichen, Chancenarbeitung, direkte Pässe, Breite auf 65. Obwohl die schon breit ist, würde ich die noch breiter spielen, um auch die vorderen Flügel, die enger stehen, noch ein bisschen rauszuziehen, sodass ihr dann mit dem Außenverteidiger, der nach vorne geht, und dem Flügel direkt eine Anspielstation habt, was extrem stark war. Und Spieler im Strafraum nur auf 5, ihr könnt auch mal 6 und 7 probieren, wenn es euch zu wenig Unterstützung sein sollte. In-game ist klar, wie ihr es zockt. In dem Fall zocke ich sogar Mongdi dann als Innenverteidiger, Llorente dann als Linksverteidiger. Wie gesagt, auch bei den ZM-Positionen sage ich auch gleich nochmal was dazu. Am besten auch wieder einen defensiveren, einen offensiveren. In dem Fall ist es nicht der Fall, aber würde ich euch raten. Und dann halt auf den Flügeln, Flügelpositionen und auf dem Stürmer Standard-Stürmer, die stark sind und schnell sind und ein gutes Dribbling haben. Und die Anweisung, wie gesagt, auf dem Torwart, wir kennen es, Flankenfänger, Innenverteidiger, wie gesagt, nichts verändern, einfach hinten bleiben lassen. Und dann gebt ihr eurem defensiveren Außenverteidiger, ihr kennt das Prozedere, hinten bleiben und übergreifend, so, und dem anderen gebt ihr ausgewogen und übergreifend. Dann, was ich schon sagte, dem defensiveren ZDM, den ihr dann habt, gebt ihr hinten bleiben und Mitte abdecken und dem anderen gebt ihr ausgewogen für Flanken in den Strafraum und Mitte abdecken. Falls es euch zu offensiv sein sollte, könnt ihr dem natürlich auch hinten bleiben geben. Und den Flügeln gebt ihr defensive Verstärken, anbieten und für Flanken in den Strafraum bin ich einfach am besten mit gefahren, vor allem wenn ihr die Seitenwechsel spielt, dann bieten sich eure Flügel deutlich besser an und gehen nicht steil und laufen euch weg, sodass ihr dann meistens einen Doppelpass mit eurem Flügel spielen könnt. Plus, wie gesagt, ihr kennt es, durch den Stürmer zentral orientieren und Anspielstation kommt der auch nochmal kurz, sodass ihr entweder über den Außenverteidiger Doppelpass spielen könnt oder dann über den Stürmer meistens Doppelpass spielen könnt, was extrem gut funktioniert hat. Wie gesagt, und wenn es euch gefällt, könnt ihr natürlich gerne direkt mal ein Abo da lassen, ein Like da lassen und lasst auch gerne ein Follow bei TikTok und Twitch da. Die sind alle in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt gehen wir noch zur anderen Formation, die 4-2-3-1-Formation, die ich halt nur mal kurz angetestet habe und noch nicht wirklich eingespielt ist, aber ich will sie euch trotzdem nicht vorenthalten. Und die spiele ich mit ausgeglichen, Defensivstil, Breite 30, Tiefe 71, Aufbauspiel ausgeglichen, Chancenarbeitung, direkte Pässe. Ich probierte mal Breite auf 90, wollte ich da mal probieren. Und Spieler im Strafraum auf 6. Wie gesagt, in-game stellt ihr den so auf. Hier würde ich euch sogar raten, dass ihr sogar beiden ZDMs, wirklich defensivere ZDMs nutzt, wirklich Brecher, weil dadurch, dass ihr hier diesen offensiven Mittelfeldspieler habt, habt ihr an sich eh schon 4 Leute in der Offensive und dann kommt eventuell noch ein Außenverteidiger dazu. Dann braucht ihr die anderen nicht noch mit nach vorne nehmen. Und dann gehen wir in die Anweisung rein. Wie gesagt, Flankenfänger beim Torwart. Hinten bleiben bei den Verteidigern und dann habe ich sogar so gemacht, dass ich bei beiden Außenverteidiger hinten bleiben und übergreifend gebe und die nur manuell nach vorne schicke. Und hier habe ich es trotzdem so gemacht, dass ich dem einen hinten bleiben, Mitte abdecken gebe, dem anderen ausgewogen und Mitte abdecken. Aber ich würde sogar eher tendieren, vor allem wenn ihr 2 Defensive spielt, was ich sogar empfehlen würde, dass ihr den beiden hinten bleiben und Mitte abdecken gebt. Und dann dem ZOM gebt ihr defensive Verstärken am Strafraumrand bei Flanken und alle Freiheiten. Und den Flügeln gebt ihr defensive Verstärken und für Flanken in den Strafraum. Und dem Stürmer habe ich in diesem Fall nur zentral orientieren und ausgewogen gegeben. Wahrscheinlich werde ich es trotzdem dann mit Anspielstation spielen. So, und das war sozusagen mein aktuelles Taktik-Setup, das ich zurzeit spiele. Testet auf jeden Fall die Formationen mal aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu diesen Formationen meint. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, teilt das Video mit anderen, damit mehr Leute darauf aufmerksam werden. Und schaut euch unbedingt meine Formation Guide und aktuelle Taktik-Setup-Playlist an, denn dort habt ihr nochmal Überblick
zu anderen Formationen und Taktiken, die ich während der EAFC-Saison so spiele und testet diese auch gerne weiter aus. Und zum Schluss sage ich wieder, Welcome to the New Age. Ciao.